Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema 100% Silberanstieg bis Jahresende. Disclaimer. Silber wird ab jetzt Richtung 42 Dollar steigen, wie auch dieser Chart-Analyst zeigt. Auch wir glauben an diese Bewegung, die fast 100% ausmacht. Und wenn nicht bis Jahresende, wie hier im Chart zu sehen, dann bestimmt bis Ende der Saisonalität von Silber, die Ende Februar erreicht ist. Ein solcher Anstieg von Silber weit über 30 Dollar fehlte uns bisher für die Goldaktienrallye. Nun scheint es endlich loszugehen. Junjamin nehmen an Stärke wieder auch zu, diesen Freitag, den letzten Tag des Monats und des Quartals. Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus, was Goldaktien betrifft. Jedenfalls sind sie nicht weiter abgestürzt, wie ja viele befürchtet hat. Silber 16 Dollar ist vorerst auch nicht in Sicht, sondern eher ein weiteres Abprallen nach oben und am Ende werden 42 Dollar entweder eben im Jahresende erreicht oder im ersten Quartal nächsten Jahres. Das alles führt zu einer massiven Bewertung von Gold- und Silberaktien, die im Augenblick extremst tief bewertet sind. Und das ist das entscheidende Mittel, was wir sozusagen zur Goldaktienrallye brauchen. Es ist eben so, Silber triggert den ganzen Markt, besonders die Silberanteile in den Gold- und Silberunternehmen bewerten sich, die im Prinzip im Augenblick nicht bewerten sich urplötzlich und das führt zu diesen Kursexplosionen und das führt dann dazu, dass der gesamte Markt mitgerissen wird. Ja, hier ein Silber- und Gold-Projektgenerator aus Kolumbien. Das Unternehmen betreibt die Exploration von fünf Silber- und Goldexplorationsprojekten mit Weltklasse-Entdeckungspotenzial in Kolumbien. Es führt derzeit Bohrungen im historischen hochgradigen Silbergebiet Santa Ana zu. Das zu 100% unternehmenseigene Projekt Santa Ana umfasst 36.000 Hektar. Santa Ana ist über eine Kombination aus asphaltierten Straßen leicht zugänglich. Es befindet sich etwa 15 Kilometer südöstlich der Stadt Miquita und 190 Kilometer von Bogota entfernt. Die regionale Explorationsarbeiten haben zur Entdeckung von 7 zusätzlichen Bohrzielen geführt, deren Oberflächenproben Gehalte von bis zu 3 bis 5,5 Silberäquivalent aufweisen. Santa Ana ist das hochgradigste Silberprojekt in Kolumbien. Also beispielsweise, sie haben hier auch 10,8 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne gebohrt. Und dann haben sie noch das Projekt Malama, das umfasst 9000 Hektar im Departement Nariño, ist 56 Kilometer in direkter Linie von Santiago de Pasto, der Hauptstadt von Nariño, und 126 Kilometer über die asphaltierte Straße erreichbar. Durchschnittsgehalt von 23,3 Gramm pro Tonne Gold und 182 Gramm pro Tonne Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 22 Gramm pro Tonne Gold pro Tonne. Ja, war also insgesamt geschätzt, dass das Unternehmen mindestens 55 Millionen Unzen mit 550 Gramm pro Tonne Silber hat. Es sind eben noch weit größere, gerade denkbar, wie ich auch vorgelesen habe. Auch Gold ist absolut höchstwertig. Auch ist noch sehr viel weiteres Entdeckungspotenzial zu vermuten in diesen Gebieten. Ich denke mal, das ist ein interessantes Unternehmen. Sie sehen am aktuellen Chart, ähm, es hat im Grunde genommen meines Erachtens seinen Boden erreicht und ist dabei auszubrechen und schauen sich an, während der letzten Goldaktienrallye von 2020, also von der Corona-Krise hier, stieg diese Aktie von 10 Cent auf 80 Cent. Und im Grunde genommen hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich wieder zu einer derartigen Bewegung angesetzt wird. Und trotzdem haben wir ein höheres Hoch insgesamt. Und es ist gut möglich, dass diese Aktie ähm, 1 Dollar überschreitet. Und natürlich, wenn dann der Gold- und Silberboom dennoch anhält, natürlich noch in den Mehrdollarbereich gehen könnte. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen. Klar, Kolumbien hat natürlich seine Risiken. Ähm, aber sollte man sich mal ansehen, wie immer, ist es natürlich keine Kaufempfehlung.
Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $. Wie kommen wir darauf? Weil eben das Gesamtchartverhalten, also hier auf der rechten Seite ist der Goldchart seit 1970. Diese Bewegungen sehen doch wirklich ähnlich aus, den Bewegungen der 1970er Jahre. Und damals ist dann hier 1978 oder Ende 1987 oder von 1978 Gold von 200 $ auf 850 gestiegen. Und das führte zu dieser exorbitanten Goldaktienrallye hier eben. Deswegen sind wir auch auf diesem Goldaktienmarkt von 5 Cent auf 19 $, 10 Cent auf 36, 20 Cent auf 40 $. Nicht selten wurden aus 1000 $, 100, 200, 300.000. Absolut gigantisch. Die aktuell schlechte Stimmung bei Gold und Silber könnte auf diesen Effekt zurückführen, den es damals auch gab. Bevor der ganz, ganz große Anstieg 1979 passiert, gab es eine heftige Korrektur, die sicherlich sehr viele Anleger von diesem Markt ferngehalten hat, und die haben damit den großen finalen Ausbruch verpasst. Ich denke, die ganzen Schwierigkeiten, die wir in den letzten Monaten hatten, die Drückung und die Preisrückgänge, das ist ungefähr was Ähnliches. Das deutet meiner Meinung nach nur an, dass ein Riesenausbruch meines Erachtens der Dimension hier von 1978 bevorsteht. Das müssen wir abwarten. Die meisten Statisten sagen, denen wir folgen, Gold steigt gegen uns 2400, Silber, wie gesagt, Richtung 42 $, vielleicht 50 $ werden wir sehen. Aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass ein absolut gigantischer Anstieg entstehen sollte, der vielleicht Gold auf 8500 bringt und Silber, who knows, auf irgendwas zwischen 300 und 500. Ähm, also ich würde trotzdem natürlich das moderate Szenario bevorzugen, aber ich will eben auch sagen, aufgrund der aktuell gedruckten Geldmengen, die viel extremer sind als 1977, 78, könnte das auch passieren, aber das sind Spekulationen. Wir müssen davon ausgehen, dass er eingegriffen wird. Aber etwas wird man den Gold- und Silberpreis hochlassen, und genau das führt dann zur Gold- und Silberaktien-Rallye. Welche Ereignisse liegen vor uns? Das ist eben der moderate Anstieg von Gold und Silber in Richtung 2000 beziehungsweise Richtung 50 $. Das dürfte zu einem gigantischen Anstiegen von Gold- und Silber-Penny-Stocks-Aktien natürlich mit guten Reserven führen, wie die zum Beispiel dieser kalifornische Kupfer- Gold-Silber-Projektgenerator hier von 2 Cent innerhalb von wenigen Monaten auf 36 $ gestiegen. Und das kann mit vielen anderen Unternehmen auch passieren, weil jetzt die Unternehmen wieder wirtschaftliche Zuversicht haben, vielleicht stillgelegte Produktion oder stillgelegte Exploration wieder aufnehmen. Und genau das führt in dieser Frühphase, genau wie in diesem Beispiel aufgezeigt, den Anstieg von Pennygold-Aktien in Dollar-Aktien oder mehr. Diese Bewertungszunahme haben wir zu späteren Zeitpunkten in der Goldaktien-Rallye nicht mehr. Die ganz großen Gewinne sind also in der Frühphase des Goldaktien-Bullenmarktes zu machen, weil eben wie diese Aktie oder andere Aktie, die völlig am Boden sind, sich keinerlei Interesse geben. Aber das könnte genau die große Chance sein. Ja, Unterbewertung ist immer noch extrem. Goldaktien gegenüber Gold seit 1996. Hier sehen Sie es im Bärenmarkt, kaum verständlich, aber ist so. Und alle anderen Goldaktien Rallye zwischendurch, eben die 2000er oder eben hier die von 2008, 2009, das sind nur kleine Korrekturen in die richtige Richtung. Jetzt allerdings scheint das den Boden gefunden zu haben. Die Statisten rechnen mit einer eruptionsartigen Entladung in dem Zusammenhang, wird man absehen. Ja, dann hier noch das Verhältnis auf der linken Seite Goldaktien, Junioraktien, also Senioraktien, Junioraktien. Und Sie sehen, dass die Junioraktien, also die unteren, völlig unterbewertet sind. Moment, völlig unterbewertet sind, und auch das wartet zur Auflösung. Das heißt, die Junior-Goldaktien dürfen ab irgendeinem Punkt aufholen und die Senior-Aktien wertmäßig einholen. Genau das ist im Jahr 2002 passiert. Das war die frühe Phase des Goldaktienbullenmarktes. Das hat auch zu einem exorbitanten Anstieg der Exploration und Junior-Minen
geführt. Also es könnte sich wiederholen im Prinzip das Szenario von 2002 und das Gap wird geschlossen. Ja, wie hätte man nun 1970 gut gehandelt, optimal gehandelt? Im Prinzip hätte man Goldaktien sammeln müssen, schön verteilen müssen, andere nachkaufen müssen und so weiter und so weiter. Dann kommt irgendwann diese Rallye, als dann Gold Richtung 8.500 $ gestiegen ist und da sind eben viele Goldaktien mindestens um das Hundertfache gestiegen. Dann hätte man diese Gewinne verkaufen müssen, aber dann nicht in Gold und sonst was investieren, sondern die nächste Assetklasse in diesem Beispiel. Oder zum Beispiel Berkshire Hathaway hätte man investieren können. Und wenn man dann das hochrechnet, wären nur 50 $ notwendig gewesen, um langfristig auf 1 Million $ Kaufkraft zu kommen. Das ist eine gigantische Rechnung. Wird man sehen, ob sich das in Zukunft wiederholt. Ja, aber es ist wie gesagt der Blick in die Vergangenheit und da müssen wir versuchen, mit Blick in die Zukunft und beziehungsweise viel Research, dass man da in die richtige Richtung auch diesmal kommt. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, je mehr Goldaktien, Silberaktien steigen, ist es im gewissen Sinne auch gleichzeitig ein Krisenindikator. Das heißt, die produzierenden Länder könnten sich vergreifen an den Besitz von Ausländern sozusagen, die im Gold- und Silberaktienbereich unterwegs sind. Gleichzeitig kann auch das eigene Bankensystem immer instabiler werden. Und auch da gibt es massive Probleme. Also die Lösung ist möglicherweise in der Frühphase diese Gold- und Silberaktien Unternehmen gegen zum Beispiel mehr Sachwerte wie Gold und Silber wiederum zu verkaufen. Einfach um sich mehr Gold und Silber zu sichern in dieser Phase. Ja, also man muss im Grunde genommen die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Das heißt, was liegt vor uns? Sehr wahrscheinlich aufgrund der Staatsschuldenkrise und solchen Themen ist es möglich, dass jetzt Gold Richtung 8.000, Silber Richtung 300 $ Kaufkraft früher oder später wandert. Das kann aber noch jahrelang dauern. Was aber jetzt eben interessant ist, ist, dass wie im Jahr 2002 auch, dass eher in der Frühphase diese Gold- und Silberaktien zünden. Das heißt, die überproportional profitieren. Und das würde eben diese riesen Goldaktienrallye auslösen. Deswegen sind wir in dem Markt. Und wenn dann Goldaktien relativ neu bewertet sind, dann wird es auch nicht solche großen ja, Steigerungen von Werten da geben an der Stelle. Ja, wir müssen uns das einfach mal bewusst machen. Wenn wir jetzt 200 $ in Goldaktien investieren, ist es absolut denkbar, dass wir eine Schnitt-Ver-25-fachung machen. Und wenn wir diese Werte sowieso dann in noch nicht so hohe, teures Gold und Silber investieren, dann kann man eine Vervierfachung der Kaufkraft warten, ab irgendeinem Maximalwert. Dann reinvestieren sozusagen und vielleicht Top-Fonds, Top-Aktien oder andere einkommensproduzierende Asset kaufen. Meiner Meinung ein sehr interessanter Grundgedanke, weil es würde langfristig die Probleme der Bürger im Prinzip eliminieren. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko. Ähm, Also, ja, also mehrere Informationen finden Sie unten im YouTube-Video dazu. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber, kommt eine Überweisung und schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, also sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Wie gesagt, das Attraktive, sie sind zu jeder Zeit in Gold und Silber gekommen und sie versuchen auch die günstigsten Preise sozusagen zu schaffen, weil sie in großen Mengen auch einkaufen können. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie mir meinen Kanal abonnieren können, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Vielleicht auch die Glocke betätigen und
ja, mir sozusagen Like geben. Das würde dem YouTube-Rhythmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.